haben noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang und das scheint hier ein ziemlich beliebter Spot zu sein, weil der Strand ist voll mit Menschen. Nachdem wir uns in Darwin umgeguckt haben, gehen wir jetzt auf ein ganz besonderes Abenteuer. Das heißt, wenn du dann nachher die Sachen nimmst und zum nächsten Loch gehst, dann kann ich hier durchschwimmen. Ja, kannst du machen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt angekommen am sogenannten Gun Point. Kostenloses Camping direkt am Strand. Wir haben links vor uns den Strand und rechts neben uns haben wir Riverfront. Und glücklicherweise Krokland. Also nur gucken. Wir freuen uns drauf, 2 Tage lang hier nur zu entspannen. Leider wird Peter am Nachmittag krank und wir stellen uns auf eine unruhige Nacht ein. Wie unruhig es wird, erfahren wir dann um kurz vor Mitternacht. Und wie jeder weiß, ist privates Feuerwerk und all so ein Zeug in Australien verboten. Wie es in Northern Territory ist, weiß ich nicht, denke ich auch mal. Und da sieht man mal so, was passieren kann, wenn sich ein paar bekloppte Vollidioten nicht daran halten. Ja, das ist der Weg, wo es nach draußen geht. Die brauchen nur locker eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sie hier sind von irgendwo. Minimum. Ja, falls sie überhaupt kommen. Gott sei Dank war in der Nacht sehr wenig Wind und das Feuer breitete sich nicht weiter aus. In den frühen Morgenstunden ist das Feuer dann von ganz alleine ausgegangen. Allerdings kann man nachts auch nicht wirklich gut schlafen, wenn ein Buschfeuer nur ca. 60 Meter von deinem Wohnwagen entfernt brennt. Wir hatten für den Notfall alles vorbereitet und waren so weit, dass wir im Ernstfall den Wohnwagen einfach auf den Strand gezogen hätten. Mit dem Feuer vorbei können wir jetzt anfangen, den Strand einfach zu genießen, zu relaxen und am Abend die untergehende Sonne zu bewundern. Da Peter immer noch mit seiner Darminfektion zu kämpfen hat, bin ich jetzt allein auf dem Weg. Erste Station ist ein Wasserpark. Nach dem Wasserpark bin ich jetzt auf den Mindel Sunset Markets und schauen wir uns mal ein bisschen um, gucken, was es gibt. Die Markets starten hier um 4 Uhr und gehen bis 9 Uhr, also ganz im Gegensatz zu den normalen Märkten, die normal vormittags sind, ist dieser hier abends und deswegen Sunset. Der Markt ist nicht groß und das meiste davon sind eigentlich Fressbuden. Und jetzt warte ich auf den Sonnenuntergang. Ist nicht das gleiche, als wenn Peter mit dabei wäre. Aber es geht nun mal nicht anders. Und ich habe mir eine Kartoffelspirale gegönnt. Ich kann einfach nicht an den Dingern vorbeigehen. Guten Appetit. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang und das scheint hier ein ziemlich beliebter Spot zu sein, weil der Strand ist voll mit Menschen.
Ich gebe auf. Ständig steht oder läuft jemand vor meiner Nase. Doch nachdem die Sonne sich verabschiedet hat, beginnt eine andere Magie. Die Lichter, die nach und nach angehen, tauchen den Markt in ein ganz besonderes Licht. Live-Musik beginnt zu spielen und an einer anderen Ecke kann man einer Peitschenvorführung zuschauen. It's been fun putting it together. Come in, stretch your legs, enjoy the view. Or retire. Good luck. You're gonna need it. There's no Neuer Tag, neues Glück und schaut mal, wen wir heute mit haben hier. Peter geht es jetzt schon viel besser und wir gehen und gucken mal, was wir alles so in Darwin sehen können. Und weil wir schon mal in Darwin sind, dachte ich, kann man ein oder zwei der 6 verschiedenen Silo-Arts sich anschauen. Aber Darwin hatte im Mai und Juni ein Street Festival. Die Bilder, die wir hier sehen, sind symbolisch für die 124 Kunstwerke, die zurzeit in Darwin existieren. Wir sind immer wieder überrascht zu lernen, wie viel Australien und besonders das Northern Territory und Darwin mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Säuerlich, schön fruchtiges. Schmeckt? Ja, ist lecker. Darf ich da einmal kosten? Ups. Ja, gib mir mein Mango wieder. Nachdem wir uns in Darwin umgeguckt haben, gehen wir jetzt auf ein ganz besonderes Abenteuer. Mal ein bisschen höher mit dem. Yeah. Eigentlich hatten wir den Cage of Death gebucht, aber den haben sie uns leider Gottes gestern abgesagt. Und jetzt schauen wir mal, was uns heute anderes erwartet. Jetzt haben wir eine andere Tour gebucht, also umgebucht. Gucken wir mal, wie die Tour ist. Genau. I got a lanyard. I'm a very important person tour. And I take another very important person with me. It's kind of dark here. Up to them. And another crocodile, but just to get back, you just.
So we're to A9. Okay, on the other move is the smallest piece. Yeah, there he goes. There you go, perfect. Oh, it's really soft. Very soft. It's really soft on the bottom. Would never thought that it's that soft. Yeah, some of the ones that we don't use for handling anymore, they've It's soft. It even ones they have tape on, jump up and try. Can I keep it? Oh, that was so awesome. Yeah, because they do think that it is. Hello. They do. She does like Hello, sunnies Rudy. and hats and all that kind of stuff. Hello. It's a little bit bigger than Perseus, isn't it? Just finished shedding, so she's very vibrant in colour at the moment. Hey, sweetie. You can see the mother when she is adjusting the grip. I know you're in your element. I love it. And the color is really beautiful. Yeah, it's just her scales. Die Tour war wirklich klasse gewesen und uns hat es wirklich gut gefallen. Ja. Wir gehen jetzt zurück zum Caravan und dann morgen fahren wir zurück nach Kesrin für den Termin für die Reparatur des Caravans. Also Darwin haben wir jetzt abgehakt und das nette kleine Hipcamp haben wir jetzt gerade verlassen. Darwin, ich persönlich fand es sehr sympathisch. Es war super gut, die Atmosphäre war klasse, alles war total relaxed, liegt wahrscheinlich an den Temperaturen. Also ich habe es richtig genossen in Darwin und Darwin würde ich jederzeit wieder zurückfahren. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Berry Springs, was bloß ein kleiner Umweg ist von unserem eigentlichen Ziel in Kesrin. Können wir noch mal einen kleinen Dip in den Thermalpool machen. Den Hinweis mit dem Berry Springs haben wir von einem älteren Ehepaar erhalten, welches wir in Darwin getroffen haben, als wir uns in der Lagune ein bisschen abgekühlt haben. Jetzt haben wir noch 110 Meter. Morgens morgens 9:30 in Deutschland. In Australien. Ach nee, das war was anderes, ne? Ja. Und dann schauen wir mal. Gucken wir mal, wie warm das ist. Ich weiß gar nicht, hat die gesagt, wie warm ist das? Nee. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es Thermalpool Das ist. ist ein Aber Thermalpool, ja. wie warm? Okay, umziehen und dann lass uns ins Wasser hüpfen. Witzig. Also, wir haben jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wir haben mehrere Eingänge zu den Thermalpoolen und wir wissen nicht, welchen wir als erstes nehmen sollen. Wieso werde ich mal als erstes nehmen sollen? Keine Ahnung. Gehen wir uns als erstes vielleicht mal bei den Wasserfällen hoch, oder? Okay. Bevor im Moment ist hier nicht viel los. Okay, gut. Machen wir. Auf geht's. Hier haben. Hi. Also jetzt müsst ihr mit ins Video. Heike
Heike hat euch letztes Mal im Video wenigstens erwähnt, in unserem letzten. Guckt mal, wen wir hier wieder getroffen haben. Sehe ich euch drauf? Also, ich gehe mal weg. Heike muss ich erst mal paddeln, weil die ist ein Stückchen zu groß. Ja. Wir haben uns in, wo war das? Bittersprings? Bittersprings haben wir uns getroffen und jetzt zufälligerweise wieder. Und wir versuchen unseren deutschen Freunden jetzt ein paar gute Tipps zu geben. Aua! Und ich sag's nochmal, wir wünschen euch noch einen schönen Aufenthalt hier, sichere Weiterreise und einen guten Flug zurück. Und grüßt uns Deutschland. Machen wir. Okay. Wann fliegt ihr jetzt eigentlich zurück? Okay, erschreckend haben wir festgestellt, Wieso erschreckend? dass wir noch einen zweiten Auspuff haben von unserer Dieselheizung. Und da haben wir noch kein Gitter vor. Und da haben wir jetzt ein neues Sieb gekauft und Peter macht es jetzt ran. Ja. Also nochmal, Sieb, $5 Edelstahlsieb von Woolworth. rausschneiden. Rausschneiden. Was war das? Keine Ahnung, $2 Edelstahl-Schlauchschelle vom Bunnings. Und dann geht es jetzt unter den Karawan. Yippie, ab in den Dreck. Wir wussten natürlich, dass da noch ein zweiter ist. Ich habe bloß damals überhaupt nicht dran gedacht, weil ich das in den Forums überall gelesen habe. Und jeder hat bloß immer von dem Dieselheater gesprochen. Na, natürlich auch eine normale Heizung und da ist natürlich auch einer dran. Deshalb machen wir das jetzt hier nochmal. Einfach jetzt ein bisschen rumfalten. Zup. Geht sogar besser, wenn man es schon mal gemacht hat. Weil dann weißt du, wie es geht? Dann kommt das Ding jetzt hier drauf. Ja, weil du dann noch weißt, wie du das falten musst. Und dann kommt das Ding jetzt hier. So, das war's schon. Fertig. Zweites, können keine Viecher mehr reinkrabbeln. Donnerstagmorgen in Kesrin. Jetzt haben wir unseren Caravan ganz früh heute Morgen abgegeben für die Garantierreparatur. Jetzt haben wir einen ganzen Tag Zeit, den wir totschlagen müssen. Und jetzt gehen wir Kesrin Springs. Mal wieder nach Holzbringen. Yippie! Okay, los! Seit wir in Northern Territory sind, habe ich noch nicht einen einzigen Kookaburra gehört. Hast du einen gehört? So bewusst? Ja. Hot Spring in Kesrin genossen haben und den einen Pool hatten wir ja ganz für uns alleine, fahren wir jetzt in den Nationalpark zu den Edith Falls und mal schauen, wie es da aussieht. Mal ein bisschen kühles Wasser. Vielleicht ein bisschen laufen Oder schwimmen. oder ein bisschen laufen. Oder schwimmen im kühlen Wasser. Mal schauen. Wir sollten noch einen Upper Pool sehen, also einen oberen Pool. Aber da müssten wir dann hinlaufen. Und ich denke mal, dazu haben wir nachher nicht die richtigen Schuhe dran, oder? Die haben wir leider im Wohnwagen vergessen und da der zur Reparatur ist, haben wir die leider nicht hier. Ja, dumm gelaufen. Müssen wir leider schwimmen. Da können jetzt die Krokodile sein. Wir haben, wie gesagt, alles davor ist kind of Monitor. Das heißt, da können dann die Käfige und die Dingens sein, wo sie die
die Lebendfallen. Also hier unter der Brücke direkt sind die Gitter davor. Wie bei dem Wangi Fall, richtig? Ja, dass die Krokodile praktisch nicht direkt reinschwimmen können. Ich glaube, ich finde Northern Territory richtig schön. Ich auch. Aber Queensland ist auch schön. Ich weiß. Unser Caravan ist bisher noch nicht fertig und da wir hungrig sind, gönnen wir uns heute mal ein richtig schönes Mittagessen. Peter hat einen Chicken Parmy und ich habe ein Seafood Basket. Und beide sehen unheimlich gut aus. Am nächsten Tag machen wir uns auf den Weg Richtung Westen. Unsere Reise führt uns durch die faszinierende und atemberaubende Landschaft des Gregory National Parks. Und nachdem wir den Victoria River überquert haben, ist es nicht mehr weit bis zu unserem nächsten nächtlichen Stellplatz. Und Stopp. Der Tag gestern war ganz schön anstrengend gewesen und trotzdem wir eigentlich baden waren, sind wir doch relativ spät erst mit dem Wohnwagen zu unserer Übernachtung gekommen und wir waren beide absolut ausgepowert. Wir haben dann ziemlich gut geschlafen, sind jetzt weitergefahren und stehen jetzt wieder auf dem Bushcamp. Sind die einzigen hier. Ist richtig schön hier. Hinter dem Wohnwagen ist ein kleiner Fluss und wir gönnen uns heute und morgen eine Auszeit. Das heißt für mich, ich werde dann wahrscheinlich waschen, ein bisschen den Wohnwagen sauber machen und Peter wird noch ein paar Verbesserungen am Wohnwagen vornehmen, bevor wir dann in 2 Tagen das nächste Ziel in Angriff nehmen. Sohn Avi hat ja gesagt, dass die Fliegengitter midget-proof sind, mit Ausnahme von der Tür. Und wir sitzen hier abends im Caravan, haben alle die Fliegengitter drunter und stellen fest, dass wir haufenweise Käfer, Fliegen, alles Mögliche im Caravan haben und haben dann mal nachgeforscht und da hat man uns einen Tipp gegeben. Und Peter demonstriert mal jetzt, was passiert. Da die ganzen Fensterrahmen immer bloß auf den Ecken festgeschraubt sind, haben die uns mal den Tipp gegeben, wenn die Wand oder der Rahmen nicht ganz gerade ist, guck mal zwischen Rahmen und Fenster. Weil das Midget-Proof sitzt davor. Und wenn man dann mal guckt, ups, das heißt, die Viecher, die kommen jetzt im Prinzip von draußen und kommen durch das Fliegengitter nicht durch. Ist ja auch super toll, aber die krauchen dann einfach hinter dem Rahmen lang. Wobei ich jetzt festgestellt habe, so wie es aussieht, ist da wie so ein Dichtband. So wie es aussieht um alle Fenster, nur nicht um die 3 kleinen Fenster. Aus irgendwelchen Gründen. So ein Dichtband geholt. Und das machen wir jetzt ran. Und das machen wir jetzt ran an die 3 kleinen Fenster erstmal. Und dann gucken wir mal. Also bis jetzt habe ich das erste gemacht und jetzt das ist jetzt dicht. Da geht jetzt nichts mehr rein. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich heute was Leckeres zu essen kriege. Zwiebelbrot. Ja, ich denke, es ist durch. Also, Ja. Oh. Was macht man mit restlichen Zwiebeln, wenn man sie wegkriegen muss? Ha? Ein Zwiebelbrot. Mal hoch. Hier, Kopf. Und damit ist unser Abendbrot gesichert.
Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr uns weiterfolgt auf unserer Reise. Bis zum nächsten Mal denn. Tschüss.